Vergesst 400 Volt. Ach, was red ich? Vergesst auch 800 Volt. Denn hier kommt ein neuer Elektrovan mit 1000 Volt Architektur bis zu 549 PS und der könnte den anderen Vans extrem gefährlich werden. Hier kommt der Leapmotor D99. Es gibt immer noch viele, die den Namen Leapmotor vielleicht noch nie gehört haben. Diese Marke hat schon sehr interessante Fahrzeuge auf den Markt gebracht, weshalb man die sicher nicht unterschätzen sollte. Leapmotor baut seine Autos extrem vertikal integriert, das heißt, vom Elektromotor über die Software bis zur Leistungselektronik entwickeln und bauen die fast alles selbst. Und genau deshalb hat Stellantis, also der Megakonzern hinter Peugeot, Opel, Fiat und Jeep, Milliarden auf den Tisch gelegt. Die haben ein Joint Venture gegründet, das sich Leapmotor International nennt. Warum aber ist das für uns wichtig? Weil der D99 eventuell kein exklusiver China-Import bleiben soll. Stellantis nutzt ihr gigantisches Händlernetzwerk hier in Europa, um diese Autos zu uns zu bringen. Man hat hier also die radikale Tech-Power aus Fernost, aber theoretisch den Servicepartner direkt um die Ecke. Eine extrem clevere Kombination, die vor allem etablierten Marken wie Volkswagen oder Mercedes mächtig Kopfschmerzen bereiten dürfte. Das Design des Leapmotor D99 bewegt sich in einer extrem spannenden Nische irgendwo zwischen der futuristischen Kapselform eines Hyundai Staria und der edlen Präsenz einer Mercedes V-Klasse. An der Front sieht man die markentypischen dreigeteilten Tagfahrleuchten, die sich als ultraschmales Band über die gesamte Breite ziehen. Die echten Hauptscheinwerfer sitzen tiefer in der Schürze. Darunter verbirgt sich ein technisches Highlight: aktive Luftklappen im Kühlergrill, die sich je nach Kühlbedarf oder Aerodynamikanforderung automatisch öffnen und schließen. Die A-Säule ist extrem flach ansteigend. Das sorgt für eine fließende Silhouette und zieht die Windschutzscheibe fast nahtlos ins Dach. Passend dazu gibt es ein integriertes Dreiecksfenster vorn, das die Rundumsicht massiv verbessert. Der D99 kommt in einer edlen Zwei-Farb-Lackierung und auf dem Dach thront ein LiDAR-System. Aber im Gegensatz zu vielen anderen chinesischen Herstellern ist der LiDAR-Hügel hier extrem flach und dezent integriert, er stört die Aerodynamik kaum. Die Schiebetüren hinten nutzen komplett verdeckte Schienen, das sieht extrem sauber aus. Am Heck gibt es ein massives, durchgehendes Lichtband mit sage und schreibe 8260 einzelnen LEDs. Sobald die elektrischen Schiebetüren aufgleiten, kann man schon erahnen, was da drinnen abgeht. Leapmotor nennt das Interieurkonzept Mobile Sanctuary, also eine mobile Zufluchtsstätte. Und das ist gar nicht mal so übertrieben. Der gesamte Innenraum ist zweilagig im Wraparound-Design gestaltet und mit genarbtem Semi-Anilinleder ausgeschlagen. Vorne im D99 sitzt man nicht wie in einem Nutzfahrzeugvan, sondern wie in einer High-End-Tech-Zentrale. Insgesamt gibt es vorn 4 Bildschirme plus ein gigantisches Head-Up-Display. Das Fahrerdisplay ist ein 10,25 Zoll Kombi-Instrument für alle fahrrelevanten Daten. Ein wuchtiger 17,3 Zoll Touchscreen mit 2,5K Auflösung, über den das gesamte Infotainment gesteuert wird, sitzt in der Mitte. Es gibt noch einen separaten Entertainment-Bildschirm, damit der Beifahrer zum Beispiel während der Fahrt Filme streamen kann, ohne den Fahrer abzulenken. Ein 50 Zoll großes Augmented Reality Head-Up-Display projiziert zusätzlich Navigationspfeile und Warnungen virtuell direkt auf die Straße. In der zweiten Reihe befinden sich 2 große Chefsessel. Das sind 124 Grad Zero Gravity Aviation Sitze. Sie haben nicht nur eine integrierte Heizung, Belüftung und Massagefunktion, sondern stützen den Körper von der Lendenwirbelsäule bis zu den Füßen perfekt ab. Das Gute ist aber die mechanische Flexibilität. Die Sitze lassen sich drehen. 45 Grad nach außen für den perfekten Einstieg, 90 Grad zur Seite für die Panoramaaussicht während der Fahrt und zusätzlich lassen sie sich um komplette 180 Grad nach hinten drehen. Zusammen mit dem ausfahrbaren schwimmenden 34 Zoll Tisch in der Mitte verwandelt sich der Fond im Handumdrehen in ein mobiles Konferenzzimmer oder eine gemütliche Lounge für die Familie. Leapmotor gibt an, dass es über 11 verschiedene Sitzkonfigurationen und 5 verschiedene Bettmodi gibt. Wenn man die erste und zweite Reihe flach legt, hat man ein riesiges Doppelbett. Verbindet man die zweite und dritte Reihe, entsteht eine fast 2,5 Meter lange Liegefläche, perfekt fürs Camping. Oftmals ist die dritte Reihe die Strafbank in solchen Autos. Nicht aber hier. Sie ist elektrisch verstellbar und lässt sich bei Nichtgebrauch komplett eben im versenkten Kofferraumboden verstecken.
Wenn man die Heckklappe öffnet, kann man die Sitze der dritten Reihe sogar um 90 Grad nach hinten klappen, sodass sie als gemütliche Sitzbank für ein Picknick im Freien dienen. Gekrönt wird das Ganze vom größten Panorama-Schiebedach im gesamten MPV-Segment, fast 1,5 Quadratmeter. Dazu gibt es einen integrierten Kühlschrank und ein Dolby Atmos Soundsystem mit 23 Lautsprechern. Der Leapmotor D99 ist 5,28 Meter lang, 1,99 Meter breit, 1,88 Meter hoch und hat einen Radstand von 3,11 Meter. Antriebstechnisch lässt Leapmotor die Wahl zwischen zwei spannenden Antriebskonzepten offen. Option Nummer 1 ist die reine Elektroversion und die schießt den Vogel ab. Sie basiert auf einer echten 1000 Volt Ultra-Hochvolt-Architektur. Bestückt mit einer massiven 115 Kilowattstunden Freeway-Batterie von CATL soll der D99 eine Reichweite von rund 700 Kilometern nach dem chinesischen CLTC-Zyklus schaffen. Dank der 1000 Volt Technik lädt das Ding in einer Geschwindigkeit, bei der europäische Premium-Hersteller blass werden. Die maximale Ladeleistung liegt im Bereich von 4C bis 5C. Das bedeutet, die Batterie kann theoretisch mit dem 4- bis 5-fachen ihrer Kapazität geladen werden. In der Spitze soll der Wagen deutlich über 400 kW am entsprechenden Ultraschnelllader ziehen. Von 10 auf 80% soll der D99 in unter 12 Minuten laden können. In nur 5 Minuten kann die 1000 Volt Plattform Saft für bis zu 200 bis 250 Kilometer zusätzliche Reichweite in die Zellen laden. An der Vorderachse ziehen 241 PS und an der Hinterachse schieben nochmal 308 PS, zusammen also 549 PS. Für alle, die absolut gar keine Lust auf Ladestopps haben oder Langstrecken ohne anzuhalten fahren wollen, gibt es die EREV-Variante. Ein 1,5 Liter Turbobenziner lädt während der Fahrt den Akku auf, der Antrieb selbst erfolgt immer über die zwei Elektromotoren mit 100 und 200 Kilowatt Leistung. Diese Version nutzt eine 800 Volt Architektur und kombiniert eine 80,3 Kilowattstunden CATL-Batterie mit dem Verbrenner. Das Geniale? Allein rein elektrisch kommt der EREV schon über 350 Kilometer weit nach WLTC. Mit vollem Tank und vollem Akku sind Reichweiten jenseits der 1000 Kilometer überhaupt kein Thema. In der EREV-Variante hat der D99 dann insgesamt 402 PS. Damit der Komfort bei so viel Gewicht nicht auf der Strecke bleibt, verbaut Leapmotor serienmäßig eine Zweikammern-Luftfederung inklusive CDC, also einer kontinuierlichen variablen Dämpferregelung. Das Auto scannt die Straße und passt die Federung in Millisekunden an. Leapmotor bietet hier ein Fahrerlebnis und eine Materialschlacht, die man normalerweise nur in der absoluten Oberklasse erwartet. In China wird das Modell in einem Segment von rund 300.000 bis 400.000 Yuan vorbestellt, das sind umgerechnet gerade einmal um die 50.000 Euro. Natürlich wissen wir alle, sollte Stellantis den D99 über sein Vertriebsnetz tatsächlich nach Europa bringen, kommen Zölle, Steuern und Transportkosten obendrauf. Unter 80.000 oder 90.000 Euro wird das hier bei uns wohl eher nichts. Aber selbst dann, vergleicht das mal mit einer elektrischen Mercedes V-Klasse oder einem voll ausgestatteten Luxus-SUV. Der D99 bietet mehr Platz, mehr Rechenleistung, die modernere Batteriearchitektur und Sitze, von denen man in Europa oft nur träumen kann. Dass der D99 auch zu uns kommt, wage ich persönlich aber, eben wegen dem voraussichtlich hohen Preis, zu bezweifeln. Was haltet ihr vom Leapmotor D99? Wäre der was für euch? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht, auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!